Rohstoffmangel, ein Problem, das uns wohl für immer begleiten wird. Wo tritt dieses überall auf? Was kann man dagegen tun und welche Folgen bringt dieser mit sich? Doch was sind Rohstoffe denn überhaupt? Rohstoffe sind die aus der Natur durch die Urproduktion gewonnenen, unbearbeiteten Grundstoffe, die entweder sofort verbraucht oder einer industriellen Verarbeitung zugeführt werden. Einige Beispiele sind Metalle, Wasser, Holz, Öl und viele mehr. Man unterscheidet zwischen Primär- und Sekundärrohstoffen, wobei primäre Rohstoffe natürliche Ressourcen sind und sekundäre Rohstoffe sich auf durch Recycling gewonnene Rohstoffe beziehen. Außerdem werden Rohstoffe nach dem Grad ihrer Regenerierbarkeit eingeteilt, also in erneuerbare und nicht erneuerbare Rohstoffe. Als erstes möchten wir Ihnen einen Einblick zu den Metallen geben. Aufgrund der Umstellung auf eine klimaneutrale Energieversorgung und Wirtschaft verändert sich der Rohstoffbedarf vieler Branchen. Vor allem für Metallrohstoffe wie Kobalt und Lithium für Batterien, Silizium für Solarzellen und auch Kupfer steigt die Nachfrage weltweit. Das heißt, Rohstoffmangel bei Metallen ist ein strategisches Problem, laut Elisabeth Gorgi von der Katholischen Universität, da die meisten Metalle importiert werden und es aufgrund der momentanen Covid- und Kriegssituation zu Lieferengpässen kommt. Nun möchten wir über Erdöl sprechen, ein Rohstoff, bei dem wir auf gutem Wege sind, einen Rohstoffmangel zu verhindern. Anders als bei den Metallen wird es bei Öl voraussichtlich keinen Rohstoffmangel geben. Denn durch den sparsamen Einsatz von Ölprodukten, wie zum Beispiel durch moderne Heiztechnik oder durch erneuerbare Energie, werden die Reserven effizienter genutzt. Man kann Öl auch sparen, indem man auf Verkehrsmittel verzichtet, die viel Öl verbrauchen. Zusätzlich kann man auch auf Alltagsprodukte verzichten, wie zum Beispiel Plastikverpackungen. Auch bei Holz treffen Probleme auf, obwohl wir genug Holz auf unserer Erde haben. In Wäldern wurden im vergangenen Jahr so viele Bäume gefällt wie noch nie zuvor. Trotzdem wird Holz immer teurer. Grund dafür ist die hohe Nachfrage weltweit. Zusätzlich sind manche Lieferketten aufgrund der Pandemie unterbrochen. Welche Folgen hat die Holzknappheit nun? Baustellen können nun sehr viel langsamer arbeiten, da das Holz oft nicht rechtzeitig geliefert wird. Holz wird genauso für Privatverbraucher sehr viel teurer, da auch das Heizholz immer schwieriger an die Verbraucher gelangt. Außerdem sollte man sich Gedanken darüber machen, was man als Konsument gegen bevorstehenden Rohstoffmangel unternehmen kann. Handys tragen sehr viel ungenutztes Material mit sich. Allein in Österreich liegen 8 Millionen ungenutzte Mobilgeräte einfach nur herum. Diese Geräte enthalten wertvolle Materialien, welche durch das Rumliegen nicht wiederverwendet werden können. Rein finanziell lohnt es sich aber viel mehr, ein Handy weiterzuverkaufen, als es einfach nur im Regal liegen zu lassen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, alte Mobilgeräte in die Ö3-Wundertüte zu stecken, um sie zu recyceln. In einem Mobilgerät liegen ca. 30 Milligramm Gold. Das klingt zunächst nicht viel, aber hochgerechnet kommen auf eine Tonne alter Smartphones 250 Gramm Gold. In einer Tonne Golderz befinden sich lediglich 4 Gramm Gold. Auch erneuerbare Energie spielt eine wichtige Rolle beim Rohstoffmangel. Wasserkraftwerke, Windräder, Solarzellen und vieles mehr sind gute Optionen, um den Energiegewinn durch Vernichten von Rohstoffen wie bei Holz, Erdöl und Kohle zu ersetzen. Auch die nicht so beliebten Atomkraftwerke sind eine der besten Energiequellen, die uns zurzeit zur Verfügung stehen. Doch was sind die Folgen, wenn uns letztendlich die Rohstoffe ausgehen? Die Menschheit verbraucht ja natürliche Ressourcen mehr als je zuvor, was dauerhafte Umweltschäden mit sich trägt. Unser Klima verändert sich, Trinkwasserreserven, Fischbestände und Wälder schrumpfen, fruchtbares Land wird zerstört und Tier- und Pflanzenarten sterben aus. Außerdem ist die Produktion vieler elektronischen Geräte, Kosmetika, Medikamente, auch Häuser und Autos von Rohstoffmangel betroffen. Hiermit endet unsere spannende Reise durch die Welt der Rohstoffe, dessen Probleme, Lösungsversuche und deren Umsetzung.